Moin bei kugelbahn.de. In diesem kleinen Video zeige ich, wie man das doch manchmal sehr nervige Katapult ein bisschen optimieren kann, damit es etwas zuverlässiger funktioniert. Das Gravitrax Katapult. Jeder kennt es, nur die wenigsten setzen es allerdings gerne ein, was natürlich an der Unzuverlässigkeit liegt. Naja, das liegt nicht immer nur am Katapult selber, sondern zum Teil auch an der Bahn und darum sind wir auch schon beim ersten Tipp. Und der erste Tipp ist natürlich erschreckend logisch, denn es kommt natürlich auch auf einen vernünftigen Landeplatz der Kugel an. So wie hier gezeigt, habe ich die Tunnelgerade eingesetzt, natürlich ohne das Dach. Diese bietet für die Kugel einen ganz wunderbaren Landeplatz, weil keine Ecken und Kanten da irgendwo großartig sind, die die Kugel in irgendeine falsche Richtung leiten, wenn sie mal nicht ganz exakt auf der Tunnelgerade landet. Funktioniert auch nicht jedes Mal, aber deutlich besser, als wenn ich zum Beispiel eine Kreuzung statt der Tunnelgerade einsetzen würde. Wenn eine Kreuzung verwendet werden muss, kann es auch eine gute Alternative sein, diese einfach mal um 60 Grad rumzudrehen, um somit die störenden Kanten in eine andere Position zu bringen. Ansonsten bietet sich natürlich auch der klassische Gravitrax Fänger an. Ein zweiter Optimierungstipp wäre es, beim Katapult für mehr Standsicherheit zu sorgen. Hier sieht man schon, dass das Ding ganz schön in der Grundplatte hin und her wackelt und auch wenn die Kugel weggeschossen wird, wie in der Zeitlupe, dass das Ding doch ziemliche Bewegung macht. Und hier hilft der Küchenpapiertrick von Marble Mania. Katapult raus, kleines Küchenpapier, Schnipselchen drunter und das Katapult wieder reingesteckt und schon ist da deutlich weniger Spiel drin. Ich habe mich hier allerdings für noch ein zweites Küchenpapier entschieden, setze das dann auch wieder da drauf und damit ist der Halt noch ein bisschen besser. Als Ergebnis dieser Maßnahme konnte ich zumindest einen Katapultschuss auf die Kreuzung vernünftig hinkriegen. Beim nächsten hat es allerdings schon nicht mehr funktioniert, aber immerhin. Auch sehr wichtig zu wissen für fürsorgliche Katapultbesitzer, wie geht es meinem Katapult eigentlich? Und hier sieht man, hier sind die Plastikteile gar nicht richtig zusammengesteckt. Auch auf der anderen Seite war bei den weißen Holmen so ein kleiner Spalt, das habe ich mal korrigiert und auch sonst mal alle Verbindungen nachgeprüft, ob auch alles richtig gerade sitzt, so wie es sein soll. Macht nicht so viel aus, aber gerade beim Katapult spielen auch nur Nuancen manchmal eine große Rolle. Ravensburger packt ja schon ein paar Ersatzgummis in die Packung des Katapults mit rein, aber was mache ich, wenn diese Gummis irgendwann mal aufgebraucht sind? Die leiern ja relativ schnell aus, gerade wenn man falsch lagert und da gibt es die Alternative hier von Kerl, das sind Gummiringe mit einem Durchmesser von 15 mm. Der Gravibahn hat das schon mal auf seinem Kanal vorgestellt und ich habe mir die auch besorgt und kann bestätigen, dass die Gummis für das Katapult sehr gut geeignet sind. Sieht man beim ersten Schuss hier gleich, das Katapult schießt ein Feld weiter, die Kugel ist auf der Schiene gelandet und wer genauer hinguckt, sieht natürlich auch, dass das Gummi etwas anders um das Katapult drumherum gewickelt ist. Hier geht halt eine Wicklung mehr, dadurch kommt natürlich auch mehr Kraft zustande. Wenn ich das Gummi auf normale Art und Weise in das Katapult reinhänge, dann komme ich ungefähr auch bis zur Tunnelgeraden. Die alternativen Gummis haben aber auch einen Nachteil, denn sie sorgen dafür, dass der Auslösemechanismus des Katapults deutlich schwergängiger ist und nicht mehr zuverlässig auslöst. Woran liegt das? Ganz einfach. Durch die erhöhte Kraft durch das Gummi drückt der Wurfarm fester nach vorne. Dadurch klemmt die, ich nenne es mal Wurfkelle, den grünen Auslöseclip so ein, dass sich dieser nur noch schwierig bewegen lässt. Die Lösung wäre, den Auslöseclip einfach etwas zu kürzen. Also habe ich mal wieder meinen kleinen Fußnagelfräser ausgepackt und den Clip etwas gekürzt. Da sollte man nicht zu forsch rangehen, schließlich soll es hinterher noch halten. Ich schätze, hier habe ich etwa einen halben Millimeter Material weggefräst. Das waren die Tipps, die bei mir letztlich zu einer besseren Zuverlässigkeit des Katapults geführt haben. Ein Hinweis ist vielleicht noch wichtig: Wenn zu viel Küchenpapier als Halterungshilfe verwendet wird, kann auch das den Auslöser blockieren.
Leider führt keine der gezeigten Maßnahmen zu einem Ergebnis von 100%. Es macht also eher die Kombination aus allen aus. Cholerikern muss vom Katapult sowieso dringend abgeraten werden. Alle anderen können mit einer Tasse Baldrian-Tee dennoch durchaus Spaß damit haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, liked das Video, abonniert kugelbahn.de und aktiviert natürlich auch das Bimmel-Bammel-Glöckchen, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video hier erscheint. Und tschüss!